Es ist wieder Demo-Zeit. Es ist ständig Demo-Zeit, habe ich das Gefühl. Aber diesmal erst recht. Und mir ist aufgefallen, dass, als ich meinen Kanal hier gestartet habe, vor 2 Jahren plus, einige Demos dabei waren, die ich gespielt habe, die immer noch nicht veröffentlicht sind und die immer wieder als Demo auftauchen. Kommen die Sachen jemals raus? Sind 2 Jahre nicht lang für Entwicklung? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich lerne noch. The Pale Beyond. Oh, the air be's cold. Soll over the air heißen, oder? Was soll das Apostroph hier? Oh, the airs be cold, flake and white, as a sailor begs their pledge. Oh, ich darf reimen. To the eyes they'll pray, that leads reveal. Out in the eyes they'll stake a claim. In the dark they'll brace themselves. Sailor begs their pledge, that in the dark they'll brace themselves for horrors still ahead. Okay, ich werde sofort mit Literatur abgeholt. Of homes they'll dream, of warmth long lost, and chase it to the frost world's edge. A hunger draws the desperate here. It's one that can't be fed. Die Mischung aus Fernweh, Entdeckerlust und Heimweh. Okay, wenn es so weitergeht, okay. What will ye do when steel hearts break and courage does ascend? Was ist absond? Absond? I'll do what must be done indeed, out in the pale beyond. Ich dachte zuerst, es wäre vielleicht eine Variante von, wie heißt das Lied nochmal? The Old Seafarer's Tale. Oh Mann, eine der großen Balladen der Literaturgeschichte. Old Sailor, ach, dammit. Begin your journey. Achso, ich dachte, ich reime jetzt weiter. Wenn ich das jetzt wüsste. Von Coleridge, ne? Die Ballade. Googelt Coleridge Ballade und ihr werdet es finden. Crew wanted. Able-bodied men. Oh, diskriminierend. Wanted for dangerous expedition. Months of darkness, low wages, slim chance of safe return. Glory to be had in the event of success. Ach Gott, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. You're alone in the office. The Office? Die britische oder die amerikanische Version? The tea in your hand has long since gone cold. I'd rather coffee. I'd rather coffee. Looking around the room, you can make out a collection of military books. On the desk is a ship in a bottle. A metronome ticks away steadily. It's insufferable. Constant chime begins to wear at the patience. Stop its infernal ticking! You attempt to stop the ticking. The needle breaks off. Ach komm! Das hätte ich auch so hingekriegt. So schwer ist es nicht. Okay, ich warte hier. Ja doch, try to put it back. So bin ich. Das wäre schön übrigens, wenn aufgrund solcher Dinge mein Charakter festgelegt wird, ne? Damit man weiß, was ich für ein Typ bin. Can't be fixed. The room is sweltering, the air stiff and stale. You hear footsteps climbing the stairs that brought you here. Take a seat. The chair is uncomfortably large. The seat feels worn. The door behind you swings open. The captain bounds past you to the other side of the desk. Do you have all of your teeth?
Das ist süß. I've enough to get by. I've enough... Okay. Shaw. Ich bin Shaw. Ja, eigentlich heiße ich Saw, aber ich kann Shaw nicht mehr aussprechen, weil ich keine Zähne mehr habe. Can never be too careful. Captain sits down. Ich habe übrigens gehört, dass irgendein großer Entdecker, was Humboldt oder so, sich alle Zähne hat ziehen lassen vor seinem Aufbruch in die neue Welt. Das ne, ist doch, ne? Ich weiß, dass ich irgendwo hinfahre, wo kein Zahnarzt ist und viele Leute starben damals zumindest an irgendwelchen Infektionen und Zahnentzündungen und was weiß ich alles. Also lasse ich mir alle Zähne ziehen, dann habe ich das Problem nicht mehr. Wahnsinn. The captain sits down. It's the little things you can lose people to. It's the little things you can lose people to. So, das ist gemein. Are you speaking from experience? Jeder hat's gern, wenn man ihn fragt, oder? How many people have died under your supervision? More than I'd care to admit. Can you remember their faces? I'm ashamed to admit they faded. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage von jemandem. Ne? Denn wenn ich eine Geschichte habe als Kapitän oder Teilnehmer von Expeditionen oder so, und dann musste ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Ne? Ich kann mich nicht an jeden erinnern. Und das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, sondern zu einem pragmatischen. I'm ashamed to admit they have faded. I see you've already made yourself comfortable. My metronome's broken. I'm Captain Hunt. The pleasure is mine. Robin Shaw. Ist in der Mitte immer die gute Mischung aus oben und unten. He nods. On your desk, which ship is that? Ah, this. Detailed, isn't she? Incredibly. An old sailor superstition. I hope you weren't waiting too long. I'm told it's worth the wait. Also es ist offenbar nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Good. There's been a lot of candidates. Some good, some bad. Interesting mix. I'm sure you understand the need for discretion. Ich höre einfach mal weiter zu. Months of darkness. Low wages. Slim chance of safe return. That didn't deter you, did it? It's to be expected, surely, ne? Wer sich darauf meldet, der wird wohl nicht abgeschreckt werden, ne? I thought it blunt, but it's proven remarkable at weeding out the weak and the pretend. I have a few questions first. He looks down at his list of questions. Were you born a landlubber or sea dog? Landborn, saltborn, mixed. Ich bin natürlich der von Land kommt. Ich bin Ishmael, ne? I'm from the city, but I made my way to sea eventually. Military experience? Ja, hier die Kaufhartei hat sich was, ne? Criminal. Royal Admiralty. Royal Admiralty, 2 tours. Under what circumstances did you leave? Doch, ich bin so jemand, der auf Land so gut erzogen und aufgewachsen da und sich jetzt irgendwie in den Kolonien umsehen will. Ich bin eine ehrliche Haut und tüchtig. Well, we've no stewards to wipe your ass out here. Your arse, sorry. Wer würde schon ass sagen? Arse! You best get used to doing that yourself. Have you ever fired a weapon? Yes. Na, es gab irgendwie irgendeinen kleinen Zusammenstoß hier in England. Have you ever killed a man? Directly or otherwise?
Yes. Ich sag mal, es gab da irgendeinen Zusammenstoß, ne, also, was mich auch sehr erschüttert hat, aber wo ich gemerkt habe, dass man sich auf mich verlassen kann. Irgendjemand, der die Queen mit Eiern bewerfen wollte oder so. I see. You're not married, are you? Of course not. You better not have a death wish. One must believe they'll return to justify leaving in the first place. Any less, and you're doing yourself a disservice. Can you get to the point? Oh, gee. Nee. So, where are we headed? We're here to find the ship in that bottle. I've got it, sir. It's in the bottle. It's over there. The Viscount. Heard of it? No, enlighten me. 5 years ago, she set sail on a research expedition toward the Dead Peninsula. They were trying to find and study the absolute magnetic south. Die Musik kommt sehr gut hier. If they found it, I might have heard of it. She never came back. Her last known location was 200 miles south of land, presumed lost to the ice. "5 years is a bit late for a rescue operation. They're probably dead. Alive or not, their research is supposedly of extreme importance." Alright, you have my attention. Ich bin auch interessiert an Wissenschaft und so. Träume vielleicht so ein bisschen davon, entweder irgendwas Wichtiges und Großes zu tun, von der Welt zu sehen, zurückzukehren nach England und eine Frau zu nehmen und oder halt in den Kolonien zu bleiben und dort irgendwie ein neues Leben anzufangen. Aber das heißt, ich bin auch interessiert an Wissenschaft und so weiter. Alright, you have my attention. Here's what we do know. Not one person or thing has been heard from the Viscount since it first left port. Ich bin gar nicht sicher, spricht man Viscount aus, wie ich denken würde, oder ist das ein Wort, das irgendwie wissend oder was weiß ich ausgesprochen würde? So wie Ensign. Ja, ich habe immer Ensign gelesen, wenn ich es gelesen habe, aber dann hat sich herausgestellt, dass es Ensign ausgesprochen wird. So we are chasing ghosts, then? Maybe it's a myth. Maybe it isn't. I can assure you the money is real. Those with more money than sense want that old ship. That's the job. If I don't pick the first mate, somebody else will, and, well, my judge of character's gotten me this far. What of your own ship? We'll be traveling on board the Temperance. She's a beauty, greenwood, generational. Not many like it left these days. Ein Generationsschiff? Wirklich, Sir? Werden wir so lange über die Meere reisen? Muss ich mal rausfinden, was das bedeutet hier. The Viscount and the Temperance. They are sister ships, built together. Sent out into this world to die alone. Poetic? Indeed. I like to think one calls out for the other. Captain looks at the bottled ship. So, what do you think? Sounds like you'll need all the help you can get. We will. Anyway, I think I've heard enough. Er hat natürlich keine Armbanduhr. Oder haben Kapitäne vielleicht schon früher Armbanduhren gehabt, damit sie nicht ständig in ihrer Tasche rumgreifen mussten. We leave in a month. Welcome aboard, Shaw. Bin ich Robert Shaw? Verdiene ich hier so meine Sea Legs?
proverbially speaking. So, I have the job. What do you think? I'll see you on the Temperance. I have a good feeling about you, Shaw. That makes one of us. Ka-ching. The feeling is mutual. I broke your metronome earlier, Sir. Ich bin wenigstens ehrlich. Jetzt kriege ich den Job nicht, ne? Oh. Don't worry. This isn't my office. Ka-ching. Gut. Captain makes his way to the door and you follow. Ja, ich denke mir, ne, es zeigt meine Ehrlichkeit, ne, dass ich das kaputt gemacht habe. Andererseits zeigt es aber auch meine Neurosen, ne, dass ich dran rumgefummelt habe. Sehr schön! Sehr gut geschrieben. Sehr hübsch in der Darbietung. Kein Satz hat genervt. Sehr gut. You arrive at the docks, a month to the day. A month early. Ne? Before you lies a ship. Letters on the side spell Temperance. You walk the cobble to the boarding ramp. Beside... Das ist klein! Das ist winzig! Was ist das, ein Zweimaster? Na gut. Walk the cobble to the boarding ramp. Beside is a sharply dressed man overseeing the loading of cargo. Turns to you with a stern expression. You can feel his eyes assessing you. A military gate. Also, a military gate! You must be Hunt's pick for the first mate. I figured he'd keep it in the ranks. Good man. He extends an arm. Richard Templeton, a pleasure. Natürlich shake ich. You accept his offer of a handshake. It's a considered shake. No, not a vanilla shake, which I prefer. I shall be operating as the chief science officer on this expedition. I am also the incumbent representative of our benefactor. Stimmt, ich weiß nicht, wem das Schiff gehört, ne? Do, however, consider myself and my team at you and the captain's disposal. What did you specialize in? Applied botany. Not much use for a botanist on the ice, is there? Ich wollte nicht böse sein. I assure you I am well equipped in all matters scientific. No doubt I need inform you of your duties. You're second only to Captain Hunt himself. Though I must warn you that you have quite the task ahead. The rebel I've spent the afternoon sorting are the same that you'll have to whip into shape. Punctuality, schedule, a strict adherence is what we need if this expedition is to succeed. I expect you to be organized. I expect you to be the organized sort. You would not have been assigned the role otherwise. Ah, hier sehe ich, wie die Zeit vergeht und so. Sehr schön übrigens auch, dass ich mal ausnahmsweise nicht hier Ishmael wirklich bin, ne? So der Unterste vom Untersten, ne? Der sich da hocharbeiten muss oder alles irgendwie aus der Froschperspektive betrachtet, sondern dass ich der erste Mat bin. Finde ich gut. Hätte sein können, dass sich das ändert, also wenn ich was anderes gewählt hätte. Intriguing. Sea folk are known to be unruly. I will do my best to keep them in line. I likely have more in common with the crew than I do yourself, Mr. Templeton. I have more than enough experience with the crew of this nature. Interessant, also das hier ist so ehrenvoll und das hier ist brutal, kriegerisch. Also. Sea folk are known to be unruly. I will do my best to keep them in line. Good to hear! Let me know when you're ready to depart. Make sure to savor these last moments on land. The less valuable time we waste here, the better. So, hier kann ich wieder gehen. The City! Soll ich mir die Stadt nochmal ansehen? Soll ich direkt an Bord gehen? Jetzt, wo ich das hier so sehe und weiß, dass ich hier den Rest meiner gezählten Tage verbringen mag, haben wir Wikingerboote als Beiboote. Das ist ja fancy, würde ich sagen. Werde ich vielleicht wirklich nochmal in die Stadt gehen. You will be gone for quite a while. It will be some time before you see the city again. Ach so, ja, deswegen wollte ich jetzt nochmal hin.
Okay, das ist nur meine Gedanken, die ich habe, wenn ich an die Stadt denke. A young man stands at the ramp, steeling himself for the journey ahead. Hesitantly, he begins to drag his feet up the ramp and onto the ship. Hunt's description of the ship was accurate. Oh, wir haben wir sind ein Dampfschiff. Wie cool ist das denn? Oder zumindest auf Dampf ausgelegt? Oder haben wir irgendeine interessante... Das ist doch kein Schiff, das es wirklich gab hier, inklusive mit vorne. Okay. We're not... I think, Toto, we are not in England anymore. Hunt's description of the ship was accurate. Near identical to the Viscount, barring some modern additions. Very modern, I'd say. Set sail! Oh, sorry. Wer weiß, was ich gerade angesungen habe? Welcher Film? Sehr schöne Musik. Aber wenig zu sehen. Ich hätte jetzt hier erwartet, dass ich irgendwie eine Grafik sehe von einem Schiff, das über die Wellen gleitet oder so. Aber es ist ja noch ein Demo, Early Access, von daher... Wer weiß, was hier zu sehen wäre, normalerweise. Okay, das habe ich mir gewünscht. Es hätte ein bisschen früher kommen können. So, die Vögelchen begleiten uns. Das kann nur eine gute Reise werden. Ich sehe gar keine Probleme voraus. First mate shore, personal log. It's been a month. It's been 1 month since I signed on. 1 week since we've set sail aboard the Temperance. I'm told the waters will get warmer as we pass the hemisphere before they turn colder. Ja, ich will mal gucken, was Captain Hunt für einen Eindruck macht. Captain Hunt has mostly kept to his quarters so far. Ja, doch vertrauen werde ich ihm. Aber ich sag mal, ich weiß nicht so genau, was... Ne? Meine jetzige Theorie ist, dass auf der Viscount der Kapitän zufällig der Bruder von Captain Hunt war hier. He's not telling the whole truth. Can't shake the feeling. That's not telling the whole truth. Despite that, I find myself warming to the man. Es ist nämlich kalt hier draußen und ab und zu drücke ich mich an ihn. Ja, wer bezahlt diese Expedition eigentlich? I can't help but wonder who's footing the bill for all this. Certainly not the captain. I should investigate further. Guck mal, ne, hier wird mir jetzt die Möglichkeit gelassen, nicht weiter nachzudenken. Und normalerweise mache ich das auch, weil man sonst alles durchklicken muss, was ich hasse. Aber, ja, wie sieht denn das Schiff aus? The Admiralty had nothing like this. Ja, Abomination, also Magnificent mit Sicherheit nicht, ne? Interessant. It's seaworthy, a sturdy ship. It's hard to imagine how many crews she's mothered before us, repurposed incessantly. The roaring machinery should see this old steward of the sea through the ice, and us with it. Doch, jetzt will ich auch noch was über die Crew wissen. As for the rest of the crew, there are now 22 of us, including the captain. Our next port will be our last before we enter the ice, to pick up the remaining 4 members of the crew, the scouting team. Hunt is also keen to work out a deal on a pack of sledding dogs. Sind es Eskimos? Ich weiß das Wort. Soll man nicht mehr sagen. Aber im Gegensatz zu anderen verbotenen Worten, glaube ich, komme ich damit noch durch, oder? Genau wie Indianer. Ja, das sind gute Worte. Also brauchbare Worte. Ja, the crew are a strange lot. Eclectic as the ship itself.
One of Hunt's sailors approaches. Der hier? Captain wants you at the helm. Ja, what for ist eine doofe Frage, ne? I'll head there now. Warum soll ich mich wichtiger machen, als ich bin? Ich bin ja wichtig genug, ne? He leaves. So, Crow's Nest. Captain's Cabin. Join Hunt at the helm. Ja, Moment, Hunt? Ach so, ja, wenn er da oben steht, dann gehe ich da hin. You ascend the stairs to the stern and find the old captain manning the helm of the ship. Ah, Robin, a lovely day for it, isn't it? Mensch, Robin? Nennt ihr mich beim Vornamen? Wie heißt sie denn mit Vornamen? Wer heißt du denn zu Hause? One of your lackeys summoned me. Ich nicke freundlich und sage, don't you have a helmsman to do that for you? Of course I do, but it's good to keep the old skills sharp. Never know when you're going to have to get your hands dirty. He thinks for a moment before stepping aside and stretching out a wrinkled hand. Colonial. Ach, die Kanone ist Colonial, nicht streitbar oder so, ne? Did you ever take the helm in the Admiralty? Here, why don't you have a try? Versuchen werde ich's mal, ne? Ist gut mal dran gestanden zu haben, das erste Mal. You grip the wheel of the ship and feel the weight of the waves in your arms. Im Ernst? Oh. The memory in your muscles rear themselves as you begin to move in time with the ship and the wind. Nicht, dass ich jetzt auf ein Hindernis stoße oder so, ne? Oder mir ein Schiff entgegenkommt, weil ich nicht ausweichen kann. Easy. There you have it. Captain pats you on the back. Fantastic. Now try to get a sense of where we are. Get some perspective. Mhm. Oh, das zoomt aber sehr langsam, Captain. Ich versuche so weit raus zu zoomen, wie es irgendwie geht, Sir. Und jetzt kann ich nicht mehr viel bewegen. Peaceful, isn't it? So, das ist es. Weiter kann ich nicht. Panning and zooming speeds can be adjusted in Settings Menu. Dankeschön. Das werde ich gerne machen. Takes the wheel back from you. I think I'll drink the morning in a little longer. I think I'll drink, dachte ich, dann wäre es fertig. I think I'll drink the morning in a little longer. Plötzlich ist er Schotte geworden, ne? Would you mind preparing my quarters for the day's work? There's much to do. Aye, aye, sir. So. A tub. Ich kann duschen. Painting. Ja doch, ich bin neugierig. A classical painting depicting sailors doing battle with a kraken. Wie classical ist sowas? Ja, ich habe mir immer gewünscht, dass es sowas gibt, aber es ist nicht wirklich klassisch, oder? Gibt sowas? Na gut. Landborn. You unsure if it's on any historical significance, though recognize the ship as the galleon of Captain Hamish. Okay. So, ich guck mal, was hier so rumliegt. On the desk you make out a variety of papers, notes and maps, as well as a sealed letter with a stamp you don't recognize. The desk itself is suspended with ropes to keep it safely in place. Ja, gut, dann take requests. You take a seat at the end of the room. The captain joins you. Now let's run through our provisions before taking requests. To start, there's 23 souls signed onto this expedition, ourselves included. 4 fehlen, soll das heißen, ne? That's 16 free to be assigned to tasks, and the rest deployed to their permanent stations. You're only able to deploy crew who you have discord. They must be in good health and not otherwise deployed to any other post. Well, we'll be picking up the scouting crew at next port. The lot of us also seem to be in good spirits.
Expedition will tear itself apart if you end the week with no decorum left. Okay. We have enough provisions for at least in case of enough provisions for at least 6 months in case of emergency. Das ist eine Menge, oder? Crew members will start to develop scurvy and be unable to work should you end the week with no food left in the hoosh-pot. Hoosh-pot. Hodgepodge. Decorum ist also so Respekt, nehme ich an. Food is food. And more than enough fuel to see us there and back again. We'll all freeze to death if you end the week with no fuel in the furnace. Im Ernst, wir sind doch auch ein Segelschiff. Sir, können wir nicht Wind als Fuel nehmen? The sledding dogs, well, there's still a matter of negotiation. Dogs will be needed to send sledding teams out to gather resources on the ice. 14, bis zu 14 Hunde können wir dabei haben. Now on to work. Covid, habe ich gelesen. Okay, Mr. Corvid, I presume. We found a stowaway in the lower hold. Oh, das fängt ja gut an. Bring them in. Bring them in. Okay. Another sailor enters, leading a young man by their side. Warum tragen die alle Masken? Könnt ihr mir bitte mal ihr Gesicht zeigen, ja? You know, you're not the first stowaway I've had. Captain studies them further. You know where we're heading, don't you? Und wenn's ein young man ist, warum them? Warum them, wenn's ein young man ist? I do, sir. The Ice, ne? Ich sollte es sprechen wie die Frauen in Leben des Brian wahrscheinlich, ne? The Ice! The Ice! Did you know that before you climbed inside that crate? I did, sir. Har! How old are you? You're hardly a useful pair of hands. Not true. I can pull my weight, sir. You know your jiboom from your bowsprit? Sir, I don't know my jiboom from my bowsprit, sorry to say. I do, I learned it all from my da. Your da? He's Ward's son, followed him on board, back in the city. What should we do with him? Oh, Smurf. Is that your name, Smurf? Wer von Ihnen ist Smurf? Okay, sorry. Sorry, aber wer hier Smurf heißt, kriegt einen Lacher von mir. Jeden verdammten Tag, wenn ich aufwache. What should we do with him, Captain? Du musst Holländisch sprechen, oder? Was soll wir tun, Captain? So wie Vater Abraham. Well, sure. Hunt eyes you up. Your first mate, what should we do with him? Sorry, das ist alles schon geheimnisvoll genug. He's not staying on board. Ich werde ihn jetzt nicht runterwerfen, aber wenn wir die nächsten 4 aufnehmen, fliegt er raus hier, ne? He's not staying on board. Ditch him and we next port. We don't need more mouths to feed. Drop them off at our next stop. Leave them with enough money to catch a boat back to the city. Ja, von wegen Geld. Ditch him and we next port. We don't need more mouths to feed. Aye, settled then. We'll drop the boy off at our next stop. Tatsächlich, vor allem wegen des Pronoms. Ja, wenn es ein Boy ist, ist es he. Please, sir, I can help about the ship. It's too dangerous for someone your age on here. You're lucky we don't just tip you into the ocean. 2 sailors drag the stowaway boy back below deck. Back below deck. Guter Bandname, oder? Taking him to see his father in the crew cabin. Taking him to see his father in the crew cabins. Ach so, Moment, wir haben den Vater an Bord. -1 available crew. Moment, wir sollten 22 sein. Jetzt sind es 23? Ich verstehe die Zählung hier nicht. Egal. And the father, should we drop him off with the boy? No, he signed a contract. He stays. Ja, ist wohl logisch, oder? Wir werden den Typen jetzt nicht gehen lassen.
Indeed he did. Though I'd wager word has already traveled to the man. Ja, hätte er besser mal aufgepasst auf seinen Jungen, ne? Und er kann ihm ja Geld mitgeben. Ne? Können wir von seiner Heuer abziehen. Dann kann er dem Jungen Geld mitgeben, dann kann er wieder zurückfahren. Ah, da ist übrigens das Bild. If he says anything to you, tell him it was my idea. It was my idea? Was? Warum? Well, that matter's sorted. Cordell. Von der Cordell-Universität, möglicherweise. Have you agreed upon my conditions? To the point, eh? Sure, this is Lady Cordell. Cordell here is to provide us with a kennel of hounds for the sleds. And our agreement was that she would train them up until we part ways at the nearest island. But you neglected to inform me that you were bringing my dogs through the Pale Passage. I had no intention of sending the pack to its death. You seem to have good faith in this expedition. It's one thing to ask for my whole kennel, it's another to drag them into the ice to chase a myth. Never before has a buyer been so dishonest. And never before has a seller made such strong demands. And what exactly are these demands? She demands we allow her to come along on the expedition. As a member of the crew. None of this ship have the experience and familiarity with his dogs that I possess. If you are taking them to such a brutal location, they will need me to guide them if they have any chance of survival. Das finde ich sehr fair, muss ich sagen. Ne? Sie hätte ja auch die Hunde jetzt irgendwie wegfordern können, hätten wir natürlich nicht gegeben, aber ich hätte ein schlechtes Gefühl dabei. Humans on board too, of course. Of course. You can see my dilemma, Shaw. Bringing on another member of the crew is a risk, but our hands may be tied. Da bin ich ja froh, dass ich den Jungen da, den blinden Passagier gerade weggeschickt habe. Dann haben wir Platz für einen zusätzlichen. Your thoughts? I don't see the harm in having an expert on sled dogs. A good point, Shaw. He turns to her. This deal is already to your benefit. Do you have anyone on board with extensive training in the management of ruling dogs? Your sleds are useless if you can't control the dogs efficiently enough to haul them. Ja, hat sie gut gemacht. And I would like to ensure my dogs are treated properly. Ja gut, welcome aboard ist ein bisschen... I hope you are as experienced as you claim, Cordell. Trust me, I am. I'll have a room prepared for you below deck. Jetzt habe ich nicht gesehen, was da gab. No need. You'll find me in Forecastle with the dogs. Forecastle, da bin ich zur Schule gegangen. Aber ich dachte, sie wollten an Bord bleiben. Na gut, Pech gehabt. She leaves. I hope I'm not making a mistake, Shaw. Plus 14 available dogs. Finish requests. Ich dachte jetzt, ich müsste wirklich alle 22 Typen hier holen. Now that's all settled, I have one more errand for you to run. Could you grab the Stoke brothers and order them to meet me up deck after dinner? Hefty lads, red hair, you couldn't mistake them for another. Stoke brothers? Who are they? I know somebody who's Stoker, and he's called Bram. Okay. You haven't met all the crew yet. The Stokes have been serving me for years. They'll be down in the middle deck. In the meantime, you should grab a copy of the crew manifest and get acquainted with more of the crew. Ja, danke, Sir. Bis später. Forecastle. Hier ist der Hund. Nicht begraben, sondern sind 1400. Join the figure balancing on the mast. Ist das einer der Stoke Brothers? Upon closer inspection, you make out the ship's photographer, Kasha Belford, balanced on the ship's mast with her camera lining up a photo. Wait for it to finish. Soll sie ein Foto machen? Das kann ja dauern. Ah! Snapping a shot, she clambers down
only noticing you on her landing. Oh, Officer Shaw. It's about time I met the first officer of this ship. Kesha Belfort. Warum ich sie so spreche? Ja, weil Cordell jetzt so eine hardboiled Frau war. Ich brauche so eine, die so ein bisschen Sanftmut hier reinbringt. Und da sie fotografiert, scheint sie ja Künstlerin zu sein. Und dann ist sie vielleicht ein bisschen so. You seem to already know my name? How so? Das ist eine dumme Frage. Nice to meet you, Kasha. I suppose there was some sort of rule against what I was doing? Moment, ich habe nichts dergleichen gesagt. Deepest apologies, but sometimes there's a shot you just cannot pass up. Accomplished photographer Kesha Belfort won the Fentler Prize, the highest honor in journalism, for her work covering plague outbreaks and riots in the capital. It came as a surprise to many that such a reputable journalist would take such an interest in this expedition. There was scarcely any chance of Hunt or the benefactor turning her way. You expected someone of her accolades to be older, more experienced. This is likely her first time on the sea like this. Und meine auch. Ja, her proof is all we have. Ich hoffe, sie macht gute Arbeit. Unless we devise a way to bring the discount back with us, her proof is all we have. The cold game. Picture that as a header. The cold game. Achso, Game. Nicht im Sinne von Spiel, sondern im Sinne von das Jagdbeute, ne? Das Wild. Let her continue. Go on. For the piece on this voyage, I'm trying to come up with a snappy name. Nobody will read it if the title sounds like the work of an amateur. Achso, sie meint doch Game in dem Sinne. I'm not the creative type. I'm sure you know better. Kesha tilts her head and grits her teeth, holding an inner debate with herself. Maybe not. How about Hans' Incredible Voyage? Too fantastical? I suppose I'll find the right name when the time comes. I'm getting ahead of myself, aren't I? Apologies, I'm just a little excited. I've never been on a voyage like this. Kolonien. Also, was bedeutet das? Habe ich jetzt irgendwas über die Kolonien gelernt oder das koloniale Leben? Ich weiß nicht. I suppose someone of your experience finds it all boring at this point. Trip to the ice may seem dull compared to the Royal Admiralty. Admiralty, nicht Admiralty. Nee, überhaupt nicht. I'm not averse to thrills. You know who I am? Doch, jetzt, woher weiß sie, dass ich der Admiralität entspringe? Of course, I thoroughly researched the crew of the Temperance. May seem somewhat excessive, but I find it's necessary for a proper chronicling. That and plenty of pictures. Don't worry, Shaw, you don't have a reputation that sets you apart from the rest. A celebrity like Kurt Darling's presence will dwarf any rumors that could form around you. That reminds me, he'll be joining us at next port. Should get his picture at some point. Kesha holds her camera with a sense of pride before holding it up to her face. Oh nein, sie macht ein Selfie. Ah nee, doch nicht, ich dachte. Stand still, Shaw. Also richtig viktorianisch werde ich mich positionieren. Achso, das war ein, okay. Sehr moderner Blitz, wie es scheint, ne? The captain sent me to grab a copy of the manifest. Oh, yes, I'm putting together a manifest of the crew for you. She hands you an annotated document. Danke, also ist sie doch sinnvoller, als ich im ersten Moment dachte. Here it is, the crew manifest. Sailors, Scouts, Engineers, Scientists. Zumindest zwei davon erinnern mich an Synthie-Pop-Songs. Und I am a scientist. Einer davon ist bekannt, glaube ich, ne? Okay, schauen wir mal. Killian Smurf Sanders. Er heißt nicht wirklich Smurf. Okay, dann werde ich ihn als Mr. Sanders bezeichnen, damit ich nicht lache. Emilia Sparrow. Emilia? Sieht nicht aus wie Emilia, aber okay. Und Joseph Gren. Ja, was weiß ich über Smurf? Ice Savvy und Sailor. Mehr weiß ich nicht.
Das sind eine Menge Eye-Savvy Sailors. Eye-Savvy Sailors. Gut. Ja, nicht sehr ergiebig, das Manifest. It's a work in progress. The scout team are to join us at the next port and the captain's forbidden me from the lowest deck. If you could ask the others to get their portraits taken, I'd be very grateful. Don't want to leave anyone out. Yeah, let's see what I can do. I met her in the supermarket. Jetzt hab ich's überlesen. I have a few more shots I want to get before the sun lowers. Anyhow, safe shots, officer. Don't worry. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich sie warnen wollte. Leave her to her work. Ne? Wer hier an Bord ist, sollte wissen, was er tut. Ansonsten bricht er sich die Beine und fliegt raus. So einfach ist es. Descend below deck. 2 Johns. Ja, gehe ich mal below deck. Das Gelbe scheint ja irgendwie zu zeigen, was nahe liegt. Okay, hier kann ich nicht noch andere sehen oder so, ne? Das sind die 2 Stokes. Ja? Red Hair. Red Herrings. Red Herrings, verstehen Sie? Okay. Ja, erstmal zum... Obwohl der Koch arbeitet. Und der spielt. Eigentlich darf ich keinen stören davon. Aber was anderes kann ich hier nicht machen. Geh erstmal zum Koch, der soll ruhig mal weiterspielen. Find yourself almost knocking over a man carrying a heavy pot. Careful, careful! You almost get drenched in broth. You should be more careful, asshole! You're the ship's cook, are you not? Indeed I am, and I've got a full plate on my hands, pardon the pun. You hear a roar from the other side of the door. A door roar, sozusagen. Oi! What's holding you up? Cook shakes his head with a smile and chuckles slightly to himself. Leute haben gute Moral, wie es scheint. Grabs the large pot and prepares to make his way to the hungry crew before turning his head to you. If you don't mind, could you carry that tray of biscuits behind me? Das ist nicht meine Aufgabe, ne? Nee, ich bin ja nicht in a rush. Okay, ich glaube, das kann nicht schaden. Bei so einer kleinen Crew, ne? Dass ich jetzt hier irgendwie dass die Leute lachen, ne? Wenn ich ihm was nachtrage hier irgendwie. Obwohl... Doch. Doch, das kann schaden, meinem Ruf. Sorry, I'm a bit in a rush. Of course. You have important business to attend to. Suit yourself. Junior! Where's the bloody feet? Ich wollte schon sagen, der muss doch einen Küchenjungen hier haben, oder? I'm on my way. Nee, Junior, wait, you're Junior? Jemand anders hat ihn gerufen. Is your brother around? Grimly? Hatte ich eben erfahren, dass die Grimly und Junior Stoke heißen? Aye, of course. I take that to mean Hunt is on the look for us. Don't worry about it, I'll grab Grimly. My brother's quicker to offend than I am. I'd hate to unleash your people's skills upon him. Gut, dann ist das Grimly und das Junior. Call the crew for dinner. Warum soll ich das tun? Ich mach's einfach mal. Sollen sie alle essen. Können sich dabei vorstellen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Fehlen ja noch. Eine Menge. The crew have their meal. Passes in relative silence. Crew return to their posts. The hammocks are unfurled in preparation for the evening. Twilight falls. The dinner table. Over dinner you overhear the stowaway speaking with a one-armed man. Warum haben wir one-armed men an Bord? Runs da. You'll be dropped off at next port then. Da, you can talk the captain into letting me stay, right? Can't talk Hunt into anything when his mind's made up. Besides, he's right. Dankeschön. But I can help. You're lucky he didn't throw you overboard. When we make land, I'm making sure you catch trip back home. Genauso wie habe ich es mir vorgestellt. I'll be back after this.
Not soon enough! Moment, +1 available crew. Warum? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gehe ich mal wieder nach oben. Templeton. You spot Templeton looking out into the sunset. As you approach, he turns to you and nods. Ah, Officer Shaw! Ich vergesse natürlich, wie ich die ganzen Leute spreche. Also eine Menge Leute, ne? It will be some time before we see a sunset such as this again. Das war eine Menge S-Laute, Sir. The light distribution towards the southern pole is quite the change. I noticed you weren't at dinner with the others. Glaube, Sie sind was Besseres? I prefer to eat in solitude. I have my own cabin, and I make use of it. Templeton keeps his focus on the reflection of the setting sun over the stirring waters of the ocean. There's a great expectation upon us, officer. For who? Who is the benefactor of ours? Gucken, ob ich das jetzt erfahre. That is not for you to know. Not yet. Templeton looks down, catching his reflection in the ocean's surface. He looks back up at the sunset. Ich glaube nicht, dass man da Reflexion sieht, oder? Quite the sight, but I wouldn't linger upon it too long. We should retire for the evening. It's important the first officer be well rested. Okay. Bis nächste Woche. Achso, gedrückt halten. Okay. So. The food rations per crew member this week. Ah, ich kann die halbieren. Oder verdoppeln. Ja, wir werden ja noch anlegen. Ne? Fuel spend of the week. Normal. Soll alles normal bleiben. So. Ship makes its last port at Whale Tail. Halt, langsam. So, nochmal. The ship makes its last port at Whale Tail Islands. Cordell's sledding dogs are picked up. Scouting crew and Kurt Darling are picked up. The stowaways left off at port with a pittance to buy their way home. The days are getting brighter as you move further south. So, jetzt haben wir, das Essen wird jetzt nochmal aufgefüllt und alles andere wird auch aufgefüllt, oder? Sonst wäre ich jetzt enttäuscht, wenn man das hier nicht auffüllen könnte. So. Okay. There's a rap on your cabin door. Hey, you, come out. Ich versuch's gar nicht jetzt, oder? Nein, wir haben unser Essen nicht aufgefüllt beim letzten Halten. Warum nicht? Warum um Gottes Willen nicht? Die Hälfte ist schon weg. Das ist ja furchtbar. Und was ist mit den... Was bedeutet jetzt immer noch 4 von 24? Okay, verstehe ich nicht. Warum... Hä? Okay, ich verstehe nicht, warum wir nicht Essen aufgefüllt haben. Ums Verrecken hätte es da irgendwas gegeben, nehme ich an. Und ich verstehe nicht, warum 4 von 24 sind krank oder so. Kann das sein? Was bedeutet das hier? Runstar Ward. Ja, den werde ich bestimmt nicht als Runstar bezeichnen. Wie sehen denn unsere Scouts aus? Tja, ich habe noch nicht mit ihnen geredet. Unsere Ingenieure und Scientists auch nicht. Specialties. Junior Stoke. Richard Templeton. Robin Shaw. Was ist mit Robin los? Was war Robin? Okay. Und Kasha Belfort. Colonial Landborn. Das Foto ist einfach schlecht geworden, nehme ich mal an, ne? Okay. Danke. Ja, ne, ich würde denken, auf einem Schiff fragt man nicht immer, wer ist da, ne, weil man ja weiß, es muss irgendjemand sein, der was von einem will. Come in! Wird ja keine Überraschung sein, irgendwie, ne? Come in! Door swings open to reveal Kurt Darling. All but filling its frame. Grinning ear to ear. It's, achso, the door, okay. There you are, Officer Shaw. Ship's navigator is a difficult man to miss.
Stature and reputation precede him. Adorned with a slew of apparatus, this seemingly one-man expedition would be known to anyone following the heyday of exploration, and the merchandising that followed. Wenn so bekannt ist, it's an honor. Really. A wealth of invaluable experience in such hostile environments. A wonder he's not been swept up to some other post. Hiding away from the rest of us, are you? No, I'm simply busy. Of course. The role of the first mate must surely take up a great deal of your time. Apologies for not stopping by sooner, Shaw. I've been busy myself. It took quite a while to set up my team, and a great deal of the crew were quite eager to meet me. Filmstar? That's right, you're something of a celebrity, aren't you? I take that to mean you haven't heard of me before? Well, that's a pleasant surprise. There aren't many who haven't seen my films, particularly in this line of work. More than one fellow on this crew said my work inspired them to explore the world. Quite the honor, is it not? I'm certain you receive that praise often. Not as often as you would think. I suppose I did get distracted, didn't I? Anyway, I was hoping you'd join me up deck. Does Hunt require my presence? No, no! We finally entered the pack. I thought you'd want to see it for yourself. Ach, Pack Eis. Heißt das so im Englischen? Pack Eis? Wusste ich gar nicht. I'll be right behind you, Kurt. Interessiert mich tatsächlich. Möchte ich Sie gern sehen, wenn man zum ersten Mal ins Eis hineinfährt. Ne? Vielleicht nicht mal, um das erste Eis zu sehen, das ich jetzt monatelang sehe, sondern um rückwärts zu gucken und zum letzten Mal kein Eis zu sehen. Kurt turns to walk away before turning back. Oh, and enjoy your morning. It's a good day. Shaw. Ha! Added to the manifest. Ja, aber das Manifest ist ja nicht wirklich so hilfreich, ne? Und als was gilt der jetzt? Als Specialist müsste er auch gelten, oder? Key Items, Resource Cards, habe ich eben übersehen. Offenbar. Ja, ich sehe ihn nicht hinzugefügt zum Manifest, oder? Wren, Sparrow, Sanders und Ward. Das Spiel lügt! Lügt mich an! Dann gehe ich doch mal raus. Ah! It's the ice. Saved game to tree. Ja doch, dann gehe ich mal zu ihm. Wir gucken mal. Er scheint ja sehr selbstverliebt zu sein, aber das sind Dinge, die man Leuten zugestehen muss, wenn sie irgendwas geleistet haben. Ne? Ich hasse es immer, wenn Leute es direkt für einen schlechten Charakterzug halten, wenn jemand Selbstdarsteller ist. Wenn jemand Selbstdarsteller ist, ohne was geleistet zu haben, ohne dass es ihm steht, ist es natürlich mies, ja. Aber wenn er ein guter Schauspieler ist und Leute inspiriert hat, soll er ruhig damit angeben. Mich interessiert eher, wie er dann damit umgeht, wenn wir irgendeine Situation haben, wo wir uns auf ihn verlassen müssen. Und wenn er das auch tut, dann darf er auch angeben. You join Kurt at the bow of the ship. You both feel the temperance break the flows below you. Flows. Ich lerne eine Menge Worte, ne? Pack, flow. Gripping the railing, he draws an enormous breath. Footing beneath rises as the ship mounts an impending ice flow. There is a moment's hesitation before a profound crack relieves the ship, cascading across the ice. Das ist schön beschrieben. He exhales. See? Nothing else like it. You
weren't wrong. It's something all right. Look at the ice. No two cracks are the same. All caused by us. Klingt doch auch poetisch, oder? By the laws of nature, this place once is dead. And yet, here we are, traversing in harmony. How fantastic is that? Ja, jetzt würde ich ihm gerne sagen, dass ich einen Navigator brauche. Das ist zumindest eine navigatorische Frage, oder? How far are we from land? We're about a week's sail from the last known location of the old Viscount. Assuming she isn't exactly where they left her, we can't take smooth sailing for granted. Ich muss ihn noch so ein bisschen hochtraben, der klingt nämlich so ähnlich wie der Captain bei mir, ne? Same goes for this daylight. It won't remain this bright for so long once winter encroaches. Beautiful as the ice is, on this course it's going to get thicker. Looks out across the white. We won't be so confident when the leads dry up and we're stuck here till the next cycle. We need to change course. Avoid the pack. Have you informed Captain Hunt? Ich gucke gar nicht auf das untere, weil es eine gute Antwort ist. You won't listen to me. Things have been dulled by retirement. I've probably seen more ice than he has whiskey. Okay, ich darf das jetzt nicht ablehnen. Das ist also ein wichtiger Teil der Story, ne? It's not my decision. We have enough supplies if it comes to that. Weil hier haben wir wirklich genug Supplies, wenn wir einfrieren. It's not my decision. Yes, but you have the captain's ear. Have you ever experienced the long night winter? It's not pleasant to say the least. Can't say that I have. We're only as good as the unhappiest man, Robin. I'll do what I can. Thank you for bringing this to my attention. Kurt nods and turns back to look across the ice. Also das Spiel schafft es, mich jetzt tatsächlich zu involvieren, sodass ich jetzt wirklich mit dem Captain reden will. Um zu sehen, ob wir nicht doch irgendwie den Kurs ändern können und trotzdem an unser Ziel kommen oder sowas in der Richtung. Sind wir zur falschen Jahreszeit aufgebrochen oder was? Okay, wir scheinen hier das Problem zu haben, dass unsere eigentliche Aufgabe ist, das Schiff zu finden. Wenn der Typ als Navigator angeheuert hat, hätte er direkt sagen können, oh, wir können das nicht tun, wir brauchen ein größeres Schiff oder mehr Vorräte oder sowas in der Richtung. Mehr Vorräte wäre ich übrigens auch dafür gewesen. Es ist jetzt seine Entscheidung, oh, das Packeis ist größer als wir dachten oder es ist zu schnell kalt geworden. Dann sollte der Kapitän sich vielleicht auf ihn einlassen. Aber wenn der Kapitän mir jetzt erklärt, nein, das ist alles mit einberechnet, muss ich dem auch glauben. Achso, take requests. Moment, wo ist denn der Kapitän? The helm. At the stern you notice an old sailor at the helm. Rime of the Ancient Mariner. Das war die Ballade, an die ich am Anfang denken musste. Vielen Dank. Ich dachte doch, hier ein alter Seemann. Rime of the Ancient Mariner. Das war's. The old man takes in a deep breath in the cold air before letting out a satisfied exhale. Morning! He eyes you up. Officer Shaw, right? Lefty! Ist das eine Beschimpfung? Ist das eine Beleidigung? Ich bin konservativ bis zum Sir. Okay. Call me that on account of, well, should be obvious. Ach, wegen seinem linken Auge, okay? He chuckles. Don't worry about the bad side. This is all feel. Just keeping her steady. He examines you. Surprised Hunt picked from outside for his first mate. I assure you, I'm more than qualified for the role. Oh, I don't doubt that.
You must be something special for Hunt to look outside the ranks. Was ist dieses Colonial? Das ist gut, oder? Das ist gut. Ich will ja kolonial werden hier. Also ist das gut. Hans doesn't have much fondness for the military. But at least means you've got the work ethic. Mornings like these are about the only peace I get from the younger lot. You should take these moments when you can. Die Uhrzeit kann ich hier nicht ablesen, übrigens. Also nur Morning. 6 Uhr morgens. Ja, doch, dann kann ich die Uhrzeit auch ablesen. Oh, sorry, ja. Ich dachte irgendwie ist... Ne, egal. Lefty returns his attention to the helm. Sehr schön. Plus 1 available crew. Ach so, das heißt hier, dass die 5 ist die Zahl der Leute, die ich schon gesehen habe? Oder die es gut mit mir meinen? Die zu meinen Diensten stehen, sozusagen? Ja gut, ich muss den Kapitän finden. Ich dachte, er wäre vielleicht in der Kapitänskajüte. Ich will zumindest mal... Warum kann ich da nicht hin? So, jetzt kann ich da hin. Doctor's Office. Ich will den Doktor kennenlernen. Door remains locked. You are yet to come across the ship's doctor, even after all this time. So, hier schlafen die Leute. Was? 6 Uhr und die Leute liegen noch in den Kojen? Ich guck mir die Hammocks mal an. Many of the crew are still fast asleep, lying in hammocks. Sounds of snoring are rather obnoxious. Aber schön gemacht. Gut. Ich dachte, ich finde den Kapitän da unten. Da ich ihn nicht kenne. Werde ich jetzt Requests taken. Um 6 Uhr morgens. Ah ne, bis zum Mittag. Dann machen wir das. Ah, Shaw. Ready for another day of work? Did you hear Kurt's advice? He wants us to switch course. Aye, he had a few words to share. He may have been an expert in his time, but these days Kurt is the one with more money than sense. Anyway, back to work. I was hoping you'd help me work through a few more requests from the crew. You may have noticed the line pooling up outside. Everyone wants something, it seems. Call them in as you please. Hammond, Kascha, Corbett. Da ich Kascha und Corbett schon kenne, lasse ich Hammond mal rein. A short, sour-faced man in engineer clothing approaches. Are you acting daft, Hunt? Not with intention. Not bloody surprised you didn't notice. Sure, this is our chief engineer, Clive Hammond. An opinionated one. What is it, Hammond? We've hit the ice, and you haven't assigned any extra men down on the boiler. You have our engineering team. And we've only got 6 arms between us. I need more manpower maintaining this, sailors. Maintaining this. Sailors! Many of the crew have their own tasks they're busy with. I know I've already assigned Smurf! No matter, ich muss wirklich mal lachen. Available crew, -1. Okay. Captain turns to you. How many do you think is fair? 1? 3? More! Open the crew manifests and choose how many sailors you wish to assign. Tja. Ich glaube, dass wir momentan wirklich Leute entbehren können, oder? Wie viele Sailor brauchen wir denn jetzt gerade? Smurf! Smurf können wir assignen, oder? Max cards allowed 4. Min cards required 1. Was mache ich denn jetzt mit dem? Oder wie schiebe ich den rüber? Ah, okay. Der ist deployed, deswegen hat er hier dieses, dieses Lock-Zeichen.
Den Amputee können sie da unten nicht brauchen, ne? Ich werde dem mal 2 hinzugeben. You can take Corvid and Joe. You'll have to do with 2, I'm afraid. Engineer holds his tongue. Fine. But you can tell me how right I was when we were buried under the ice. Ich dachte ehrlich gesagt, dass 2 wirklich ausreichen. Aber gut. Aber gut. Habe ich mich vielleicht geirrt. Good spirit, that one. Beneath the oil and the temper. You won't be seeing much of him, though. Prepares to burrow himself into the boiler room. Ja, das Gespenst hier. Corvid. Habe ich Sie gerade nicht unten zugewiesen? Captain. Word's gotten round about the stowaway we removed last week. It has? Aye. And their thoughts? They aren't one bit happy. Least of all is Da. Da. I hate that word. Warum kümmern die sich darum? Says it wasn't right to send the boy away. Wollt ihr mich veralbern? Was haben die denn damit zu tun? Warum wollen die einen Jungen an Bord haben, den sie nicht kennen? Up in arms, are they? No, they understand. Spares more food for the rest of us. Ja, vielen Dank. Still, not a wise move to upset my crew, is it? Sure, perhaps we should consider the crew's feelings next time. Also, hätte ich geahnt, dass die Gefühle der Crew besagen, dass wir den kleinen Jungen unbedingt an Bord hätten lassen sollen, ja, dann hätte ich es vielleicht getan. Ich konnte nur nicht glauben, dass diese Leute unbedingt einen kleinen Jungen an Bord haben wollen, statt mehr Essen, Sir. Beim nächsten Mal werde ich auf die Gefühle der Crew Rücksicht nehmen, bitte. Ah, Kascha. Captain Shaw. I thought occurred to me. Nicht a thought, sondern I thought occurred to me the other day while looking through the crew manifest. And, well, it might be too late for this now that we've already entered the ice. Out with it! I thought it would be good to have individual photos of the full crew. For your report? Not only my report, it would be good reference for the manifest. Put faces on the names. Das heißt, Sie haben Ihre eigene kleine Dunkelkammer hier an Bord oder sollen wir eine für Sie machen? Much of this crew have served me for years, some decades. I have little problem putting faces to the names. Your thoughts, Shaw. Ja, dann hat sie wenigstens was zu tun, oder? Yeah, it's a bit late, but it's now or never. May as well get over with it. Aye, good point. But maybe you could sound a little more enthused. Well, Belford, I see no problem there. I'll arrange for the pictures to be taken before the crew have their dinner. Thank you, Captain Shaw. In the meantime, I'll attempt at getting many individual crew photos as I can. You're still welcome to help on that matter, Officer Shaw. She departs satisfied. Wie helfen? Soll ich die Leute festhalten, damit sie nicht weglaufen, wenn du ein Foto machst, oder was? Wir hören mal auf hier an der Stelle. Good to have all that settled then. Perhaps we shouldn't rule out old Kurt so easily. If the man thinks there could be an alternate path through the ice, he's free to search for it. Danke, Sir. Shaw, meet with him when you have time. Changing course or not, we'll want one his scouts set up in the crow's nest. Da sind ein paar Fehler drin, ne? Take care of that. Then you'll be done for the day. Ja, dann werde ich erstmal dem Navigator sagen, dass das okay ist. Send me up there, I'll get you a reading. Scientist eyes the man's cane and turns to you. I believe the navigator means you to send one of his scouts. The navigator clears his throat and taps his cane. Of course, if you find one of mine, they'll get us a reading rightly. Thick young man, nicht thick.
Ist das hier? Moment. Was ist hier oben? Das kann ich scouten? Nee. Teufel werde ich tun. Ich gehe runter und suche jemanden, der scoutet. Welche Scouts habe ich denn? Ich muss ja erstmal Scouts erkennen. Kleiner, großer, mittlerer. So heißen die. Hey, kleiner, großer, mittlerer, komm her. Hooded Sailor. Wenn ich weiß, dass er ein Sailor ist, dann ist das so interessant. Pumps? Ich dachte die Schuhe, aber ne, okay. Ja, die beiden sind Sailors, ne? Aber ich muss mal kurz mit ihm reden. Spots you and sees us is playing. Need something? You're Grimley, aren't you? Man grunts. Aye. Grimley Stoke. I'm the ship's carpenter. If you're the carpenter, shouldn't you be working? Ja, jetzt bin ich mal so. On break. Taking time to practice. Ah, then you're Junior's brother. Ja. Junior? Oh, you're Shaw. Junior mentioned you. In a positive or negative light? Da bin ich doch mal neugierig. Ask him yourself. Won't keep you from your work. Don't keep me from my break. Recht hat er, muss ich sagen. Ja, ich muss einen Scout finden. Kann ich die jetzt eigentlich hier zuordnen vielleicht? Ja, ich muss die erst finden. Ich muss die suchen. Ein Suchspiel. Ja, wenn hier steht Sailor, ist er wohl ein Sailor. You spot a suspicious looking sailor emerge from the pantry. Hooded sailor spots you, keeping their hands firmly in their pockets. Warum tragen die alle... Das sollte gar nicht erlaubt sein, oder? Dass die ihr Gesicht hier verdecken. Now what it looks like... Not what it looks like, Officer Shaw. Plaque. But call me Gnomes. I'm not thieving anything. I hadn't considered that, but now... You think I protest too much then? No worries, I was just setting up a practical joke. Ja, ich muss zumindest sicher gehen, dass jetzt nicht dem Koch Flammen ins Gesicht schlagen, wenn er Pantry aufmacht. Ne? Not going to spoil the surprise. It's not at your expense, if that's your concern. Have to get some enjoyment around here, don't you think? The mysterious trap set Gnomes scurries off to the upper decks to return to work. Wollte gerade sagen, Skylar Plaque. Ja, Jokes soll man hier ruhig machen, ne? Wird ja die Moral heben, würde ich mal denken. So, wen kann ich denn jetzt hier... Seasick. Spot a youthful-looking man leaning over the side of the ship. His head slumped as he looks into the icy pool below, in den er gerade reingekotzt hat. It appears he's been visited by a spot of seasickness. Are you okay? You speak out and the sickly man doesn't answer. He raises his head, turns to spot you, his eyes widening in shock as he does. A bespectacled young man shaking with unease. Die wollen mir weismachen, dass das hier ein junger Mann ist. Das ist nicht das Gesicht eines jungen Mannes. Stares at you for a brief moment, a look of shame plastered upon his face. Bespectacled lad. I haven't seen you around. Who are you? I'm very sorry. Arthur turns around hurriedly, runs in the opposite direction, avoiding your gaze. Arthur Nutley. Haben wir jetzt endlich einen Scout? Ich muss da einen Scout hochschicken, oder nicht? Nee. Aber dafür kriege ich bald alle Sailors hier. Und wer ist der Nutley? Doktor. Der Doktor ist seasick. Das ist sehr süß. Das ist echt süß. Okay. Tja, dann bleibt irgendwie nicht mehr viel übrig, ne? Also. The Rigging interessiert mich nicht. Dann gehe ich mal rauf. Guck mal da nach dem Besten. Ah! Ja. Könnte ich jetzt hinschicken, ne? Wie wär's denn, wenn ich
Ich Nutley hinschicke. Kann ich Spezialisten da hinschicken? Ne, die sind alle schon fest eingeplant. Das heißt, ich muss jetzt wirklich suchen nach den Scouts, die sich irgendwo versteckt haben. Und wir haben Mittag. Muss ich mal runtergehen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Dass ich die wirklich erst finden muss, persönlich. Dann höre ich mal hier. You overhear two of the newly arrived scouting crew talking. Yorick the Third. Quilsley. Have any trouble setting in? Not too bad. I can wait for a chance to sleep, though. Proper navigator never rests until their work is done. Mir geht die Stimme aus, sorry. Of course, of course. Take it you had no issue settling in. Not at all. The crew are a funny lot. Die klingen halt alle gleich. Scouts klingen also. All Kurt certainly caught their attention. Har, do you think of any of them would mistake Kurt and myself? I think you'd collapse from joy if they did. Perhaps. So. Two available crew. Da kann ich die doch direkt jetzt zuordnen, oder? Achso, nee, Moment. Da muss ich raufgehen. Enter your cabin. Den Teufel werde ich tun. Mitten am Tag. So. Ja, dann werde ich doch Yorick the Third. Dann werde ich Killsee nach oben schicken. They ascend to the nest and take a reading with a sextant. Okay, welchen Grund gibt es hier, dass die mit they bezeichnet werden? Ist es wieder mal mein zynisches Ich, das annimmt, dass hier aus Höflichkeit alle möglichen mit they bezeichnet werden? Oder ist es spieltechnisch, dass das Spiel irgendwie, also dass die Figuren irgendwie zugewiesen werden, dass sie in jedem Spiel anders aussehen können? Ich glaube, nein, oder? Das ist nicht die Art Spiel, wo jetzt Quilsey jetzt so ist und dann irgendwie they zugewiesen wird. In irgendeinem Spiel gab es das mal, wo man halt nicht wissen konnte, welche Figur da jetzt ist und dann wurde they benutzt, fand ich okay. Hier finde ich es affektiert bisher. Und reißt mich raus, ja, aus der Immersion, weil, ne, in einem viktorianischen Spiel, wo Leute mit Bärten rumhängen und Frauen durchaus Jobs haben, was völlig okay ist, weil es halt nicht auch die reale, historische Welt ist, finde ich das affektiert, wenn hier die Rede davon ist. Wo hab ich denn jetzt drauf gedrückt hier übrigens? Packeis. Return. Worauf habe ich gerade... Worauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, worauf ich geklickt habe. Seltsam, seltsam. So. Captain's Kajüte. Ich habe doch noch Sachen zu tun, aber was kann ich denn jetzt hier tun? Ich gehe nochmal runter. Der Einzige, mit dem ich wirklich reden kann, ist der Koch. Hey Shaw, can you grab some tins from the pantry? It's nearly time for dinner. Ja. Nee, will ich eigentlich nicht. Ich habe dem letztens schon die Kekse nicht nachgetragen. Ich werde doch jetzt nicht in die Pantry gehen. Außerdem hat er einen Witz hier vorbereitet. Ich meine, zu den Pumpen. Guck mir die an. Tja, schön war das. Ja, ich werde nicht ins Pantry gehen. Die werden irgendwas vorbereitet haben. Und das heißt, ich würde in die Kapitänskajüte gehen. Aber da ist momentan niemand. Dann gehe ich in meine Kabine. Wie wär's damit? Kann ich hier arbeiten oder so? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss diesem gelben Ding hier folgen. Und dann hier reingehen. You life a crate a tins from the shelves. You life a crate a tins from the shelves. Ist hier irgendwie... Ist irgendwas passiert, das Sprache verändert hat oder so. Dass die Regeln der normalen menschlichen Sprache nicht mehr gelten. What will it be today, Shaw? Feed the Hooshpot. Jetzt muss ich hier mitarbeiten und Essen machen, oder was? Sealed sustenance prepared by the Apple. By the Apperton Tinning Company, later exhumed from the Temperance. Later exhumed from the Temperance.
Ist das hier historisch oder was? Mir ist schon klar, dass das irgendwie, es gab eine Fernsehserie, die vor kurzem erfolgreich war, wo ich dann so nebenbei, ne, durch Osmose kennengelernt habe, also erfahren habe, dass das irgendwie was Historisches ist. Wie hieß das nochmal? The Terror? Ja, wo es auch um 2 Schiffe ging. Und ich gehe davon aus, dass das so ähnlich ist, weil da ging es, glaube ich, auch um 2 Schiffe und ein Schiff, das das andere suchte. Und dann sind die hängen geblieben im ewigen Eis und dann langsam verreckt. Und das wird mir hier auch drohen. Ich weiß noch nicht, warum jetzt es extra nicht The Terror genannt wird, wie das Schiff, glaube ich, hieß. Oder vielleicht weiß ich zu wenig darüber. Vielleicht ist das dieses Ding hier. Okay, ich liebe mal. Und rufe alle zum Essen um die Mittagszeit. The crew have their meal. Sehr schön. Shall we toast to the ice? Aye. The days get longer, but dinner is fixed. The days get longer, but dinner is fixed. It will see us through the long days and darkest nights. Darkest nights. The crew return to their posts. The hammocks are unfurled in preparation for the evening. You can't help but notice that it's still bright light outside. Bright light outside. Ich höre mal, was hier geredet wird. Notice 2 sailors passing by from the dinner table. An inebriated sailor on wobbling legs, leaning on the shoulder of another. Good times, good times. Need to learn to handle your drink, Tucker. Learn to handle your drink, Tucker. But I'm fine. My mates can carry me. Eh, Cavity? They can also drop you. Have 2 Johns carry you next time. Are you asleep? Shit. Okay. Das heißt, ich kann noch 2 weitere zuordnen. Den Betrunkenen den werde ich Kiel holen lassen. Gucke ich mir noch einmal kurz die Hunde an. Oh, die sitzen die ganze Zeit da. Warum laufen die nicht draußen ein bisschen rum? The dogs regard her with rapt attention as she paces between them, bowl in hand. Largest joins her side as you approach. Try some. What's in it? Caviar and rose petals. Ich probiere mal, ne? Will nearly burn your mouth on the hot broth. Surprisingly tasty. Ist doch Hundefutter, oder? Was mir hier gegeben wird, ne? You seem to enjoy it. I'm afraid there is only so much. If you want more, it will be among the dog's leftovers. Penguin, some blubber, fats, proteins... Fastest way to hydrate them. Was there something you needed? Mein Pinguin? Sind wir am Südpol? Na gut. Where did they come from? Die freut sich doch bestimmt, wenn ich Interesse zeige an den Hunden, oder? It's hard to tell the exact breeds at this point. They belong here more than we do. Ich kann das hinten bewegen, interessant. Unlike us, they need the ice. It cools them through their paws as they run. They'd overheat otherwise. Strong creatures. Very. They handle stress differently. Adapt quickly. There's plenty to be learned from them. Who's that beside you? This is Stanbury. Ach so. Bark. Bark. Clef, clef. Wuff, wuff. You love these animals. They need me. And you will need them. Ich streiche den mal. You ruffle its head. It tries to lick the broth from your fingers. Schön. Also ich habe ihr Fressen gefressen und gestreichelt. Also ich glaube, die Frau weiß jetzt, dass ich gut zu Tieren bin. Food rations per crew member. Habe ich irgendwas verpasst? Das geht um 20 runter, von 100 auf 80. Aber hier, das geht von 100 auf 92? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall wird mal normal alles gegeben.
Also das mit dem Food verstehe ich hier nicht. Another week passes, the temperance has finally entered the thick ice leads. The days grow ever brighter. Gut. Woche 3. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Demo geht. Das fühlt sich an wie das komplette Spiel. Aber wahrscheinlich wartet da noch eine ganze Menge. Dann ziehe ich doch mal mein Fazit. Oder passiert noch was, wenn ich rausgehe? Okay. Dann kann ich mir zumindest das hier angucken, ne, wenn ich hier draußen stehe. Saved Game to Tree. Okay. Ja, also mein Fazit. Ne? Ich bin nicht der größte Fan von so handlungsorientierten Spielen, wo man diese Entscheidungen machen muss. Hab einige gespielt. Oft nervt mich irgendwas daran. Irgendwas Grundlegendes. Hier nicht. Nichts Grundlegendes. Die Pronomen nerven mich, weil sie irgendwie mich rausreißen aus den Figuren, die da sind. Aber das ist es auch schon. Bisher, die Gespräche sind kurz angebunden, das gefällt mir. Und ich werde nicht belästigt, ne, mit irgendwelchen Lebensgeschichten. Und obwohl es ein bisschen merkwürdig ist, die einzelnen Leute suchen zu müssen, um mit ihnen geredet zu haben, führt es dazu, dass man langsam jede einzelne Figur kennenlernt. Und ich hoffe, dass sich das lohnt. Dass, wenn ich hinterher Entscheidungen treffen muss, die das Leben von irgendwelchen gefährden oder kosten, dass einem das nahe geht. Ne? Das wäre eine schöne Vorstellung. Und ich konnte bisher, das Gefühl hatte ich, mich selbst entscheiden, was ich sein möchte und wer ich sein möchte. Mir wurden keine Entscheidungen vorgegeben. Der Stowaway war so der Punkt, wo ich gedacht hätte, ne, dass ich den Jungen dann doch behalten muss. Und ich so, oh Sir, ne? Ich wurde zwar jetzt bestraft, weil die Leute, die einsamen Seemänner gerne einen kleinen Jungen an Bord gehabt hätten. Aber muss ich mit leben. Ne? Und ich bin gerade nicht... Also der Prank galt nicht mir, ne, wo ich reingegangen bin, dass mir einmal Wasser über den Kopf geschüttet wurde. Hat mich auch überrascht. Insofern ein ordentliches Spiel bisher. Macht mich neugierig. Und falls ich hier speichern kann... falls ich hier speichern kann, vielleicht spiele ich das Demo noch weiter. Oder halt mal Ausschau nach dem Spiel. Gibt genug anderes, was ich spielen mag, aber... sehr ordentlich, würde ich sagen. Ahoi.